man muss halt total unterscheiden zwischen toxischem Verhalten und toxischen Männern, aber es wird ganz viel missverstanden, als dass man dadurch, dass man Mann ist, toxisch ist. Wir sind mit Kontrolle geboren worden. Das ist das, was wir denken. Ja, wenn ich mir das so vorstelle, dann wird das schon so kommen, weil ich habe ja alles unter Kontrolle. Diese Vision, nicht mehr mit Arschlöchern arbeiten zu wollen, das ist so bei mir ins Mark übergegangen. Boah, krieg ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich wusste immer, was ich tue. Ich wusste immer, was der nächste Schritt ist. Man hat immer alles in der Hand. Wir denken immer, wir haben die Kontrolle. Das wird dir komplett weggenommen. Nach 27 Jahren monotoner Arbeit am Fließband bekommt Inge die Diagnose Krebs. Und er ist gerade 50 geworden und natürlich wirft ihn das komplett aus der Bahn. Er fragt sich, war das irgendwie alles umsonst? Hat er vielleicht sogar sein Leben verschwendet? Und er war irgendwie so sein ganzes Leben lang so ein kleines Rädchen in so einer irgendwie übermächtigen Maschine. Und jetzt scheint irgendwie alles vorbei zu sein, als er sich endlich selbst begegnet. Und das ist die kleine Geschichte, die wir begleitet haben mit unserem Kurzfilm. Wir haben den Kurzfilm Großer, starker Mann genannt. Es ist nämlich gar nicht nur die Geschichte von Inge, sondern auch unsere Geschichte, meine und Jannes Geschichte. Wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie wir als Menschen und vor allen Dingen auch als Männer darüber zusammengefunden haben und mittlerweile sogar eine eigene Firma haben. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich weiß nicht, große, starke Männer. Oder Big Strong Man, Plural oder so, keine Ahnung. Mit E. Was ist denn für dich eigentlich so, warum ist das alles so wichtig? Warum ist dieser Film so wichtig? Also jetzt für dich meine ich. Du hast mir das schon 1000-mal erzählt, aber erzähl das doch nochmal. Also mir geht's natürlich auch um den Inhalt. Ich konnte mich nicht mit der Krankheit von Inge identifizieren, aber mit diesem Punkt, dass man irgendwann halt anfängt zu reflektieren. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, auch nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken und zu fragen, okay, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das, was ich mache? So, und an diesem Projekt, an dieser Arbeit auch mit dir, unabhängig von dem Inhalt, hat mir einfach so sehr gefallen, dass wir uns so kaum oder eigentlich gar keine Grenzen gesetzt haben. Man muss dazu sagen, wir kommen beide aus der Filmbranche, auch nicht seit gestern. Ich mache es seit über 10 Jahren. Du bist schon etwas grauer als ich und machst das schon, ich glaube, 20 Jahre in dem Bereich als ungefähr, ja. Taschenmesser, wie auch immer. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Das soll jetzt gar keine Riesenrolle spielen, aber wir kannten uns vorher halt schon über den Corporate-Bereich, haben halt zusammen in einer Agentur gearbeitet und haben halt dann irgendwann gesagt, ey, lass mal unabhängig von diesem ganzen Kundendruck einfach was zusammen starten, weil wir gemerkt haben, wir können zusammen arbeiten. So, am Ende ist das eigentlich das, was mir nochmal gezeigt hat, warum ich diesen Beruf oder diese Berufung überhaupt mache. Und zwar, um Geschichten zu erzählen oder zu dokumentieren, die aus meiner oder unserer Sicht erzählt werden müssen. Gerade wenn es um diesen Inhalt geht und um dieses Männerbild, um das Männerbild von einem selbst in der Gesellschaft oder auch um dieses Thema Krankheit. Das sind halt alles so, was heißt Tabuthemen, aber Themen, mit denen sich vielleicht viele auch nicht unbedingt auseinandersetzen wollen und es auch nicht machen. Ich habe es auch bis dato nicht so extrem gemacht. Der Film hat mir dabei geholfen, zumindest mal das so ein bisschen zu reflektieren. Wer bin ich als Mann? Ich bin in der Zeit auch Vater geworden, was auch nochmal alles auf den Kopf gestellt hat im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne ist vielleicht hart gesagt, aber es hat einfach in dieser Kombination sehr viel mich zum Nachdenken angereizt, wenn man das, glaube ich, so sagt. Ja, es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht einfach. Dadurch, dass wir so viel im Film und mit Kunden und Agenturen und bla und nervt und Menschen und zu tun haben und viel mit Männern einfach auch in diesem Agenturbereich, viel mit toxischen Männern, so, sorry alle, die das jetzt sehen, mit denen wir gearbeitet haben, die meisten sind einfach toxisch, so. Ja. Ich will mich da vielleicht auch gar nicht von befreien, das können alle für sich selbst. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich da nicht so drüber stellt. Ja. Ne, das will ich hier gar nicht machen, aber zumindest reflektieren wir und reden darüber. Was mir einfach dieses Projekt gegeben hat, ist natürlich die Zusammenarbeit mit dir. Das war so ein bisschen das Ziel, dass wir das herausfinden, können wir wirklich zusammenarbeiten, auch unabhängig von diesem Kundendruck, auch inhaltlich. Und wir waren einfach sehr frei. Wir haben keine Kunden gehabt, wir haben keine Deadlines gehabt, wir haben keine Abnahmen gehabt. Die haben wir eigentlich zusammen mit unserem Team, und das kann man vielleicht auch nochmal sagen, wir haben diesen Film nicht zu zweit gemacht, sondern da waren noch David Rankenhohn und Alex Ruff
dabei. David als DOP und Alex als Helping Hand, First AC, also Assistant Camera. Und mir persönlich, um es mal vielleicht nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, hat es eigentlich wieder gezeigt, gerade nach dieser Corona-Zeit und unabhängig von diesem ganzen Kundendruck und Deadlines and Shit, dass ich Filme machen möchte, dass ich Geschichten erzählen möchte. Und das ist eben eine Geschichte, über die du gestolpert bist in unserem Prozess. Wir wollen auf jeden Fall ein Porträt machen, wir wollen eine Doku machen. Wir wussten nicht, welches Thema, wir wussten nicht, wie lang. Diese Geschichte muss erzählt werden, weil sich ein Mann traut, schon fast, sein Innerstes nach außen zu kehren, über seine Dämonen zu sprechen und das auch zu zeigen. Und er darüber mit Männern spricht. Also er hat sich vor uns geöffnet, auch bewusst. Ich will nicht sagen, dass das ein therapeutischer Ansatz war für ihn. Hat sich manchmal so angefühlt. Das muss er dann vielleicht nochmal selber sagen. Aber diese Geschichte muss erzählt werden, weil sie Tabus bricht, weil sie über das Thema Krebs spricht oder das Thema Krebs behandelt und vor allen Dingen, was das mit den Menschen macht. Und zwar nicht nur mit ihm, sondern auch mit allen um ihn herum. So, und das hat er in dem Film, das zeigt der Film, glaube ich, ganz gut. Ich mag es einfach, dass er so offen und so ungefiltert als 50-jähriger Dude, den man so eigentlich im täglichen Leben wahrscheinlich nicht mit diesen Themen treffen würde, dass er einfach darüber spricht und dass wir es geschafft haben oder dass wir einfach diese Geschichte so erzählen können, wie er sie erzählt. Weil am Ende erzählt er seine Geschichte und wir haben es eigentlich nur begleitet und so ein bisschen aus ihm herausgeholt durch unseren dokumentarischen Ansatz. Ich glaube, also was ich auch sagen wollte, ich sehe das auf jeden Fall genauso. Ich finde das, ich glaube, das hat unsere Cutterin Andi Peck, schöne Grüße und vielen Dank für den Film, gesagt zu mir, als wir geschnitten haben. Da habe ich ihr, glaube ich, die gleiche Frage gestellt oder wir haben da irgendwie drüber geredet und sie hat halt gesagt, sie findet das halt die Antwort auf die Frage, warum das erzählt werden muss, sie findet das halt, weil man so einen Typen nie so reden hört. Und das hat mir auch sehr geholfen. Also es ist schon das, was der Grund für mich, der da schon immer da war, aber sie hat mir geholfen, das irgendwie so ein bisschen in Worte zu fassen, weil sie hatte natürlich auch so einen freshen Blick auf das Material und so und hatte da, glaube ich, war einfach auch nicht in dieser Bubble drin, die wir uns da kreiert hatten und konnte das coolerweise so, hat mir das ein bisschen geholfen, dass für mich auch, weil ich natürlich mich auch immer wieder gefragt habe, gerade am Anfang, weiß ich noch, haben wir mit Inge immer geredet und ihn immer wieder auch gefragt, warum muss der Film eigentlich deiner Meinung nach existieren? Und er hat immer so beiläufig gesagt und man hat immer das Gefühl gehabt, okay, ist das jetzt der Grund oder ist es das jetzt oder keine Ahnung. Ja, man hat immer gesagt, ja, vielleicht hilft das ja jemandem. Das war so die Essenz von dem, was er gesagt hat. Und was er auch gesagt hat, daran erinnere ich mich mit Gänsehaut dran, ist, wenn er irgendwann nicht mehr ist, dann ist zumindest dieser Film da. Ja. So, und das war für mich halt so, wow, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja. Weil das war für mich halt so diese Verantwortung, mit diesem Thema umzugehen und ihm dieses Sprachrohr zu geben und auch das wirklich zu wollen, intrinsisch motiviert, ihm das erzählen zu lassen und ihm diesen Space zu geben und auch zu sehen, wie er uns vertraut, auch in den Vorgesprächen, wie viel er redet, wie der Wasserfall. Ja, er will halt reden. Genau, es muss raus, ja. So man merkt, es muss raus und das ist halt was, wo ich jetzt im Nachhinein auch immer häufiger irgendwie dran denke, wenn ich diesen Film dann sehe, was ich jetzt auch lange nicht mehr gemacht habe, ehrlich gesagt, aber wenn ich ihn dann sehe, denke ich halt so, ja, okay, das musste wirklich raus. Also ihm hat es wirklich auf der Seele gebrannt. Was ist es denn für dich? Warum ist diese Geschichte für dich erzählenswert? Ich wusste das am Anfang zwar noch nicht, aber ich setze mich ja schon mein Leben lang mit meiner Männlichkeit auseinander, aber ich habe eigentlich so seit 8 Jahren ungefähr, habe ich einen sehr bewussten Fokus darauf. Habe damals zum ersten Mal dieses Wort toxische Männlichkeit gehört und so weiter und habe da schon eine ganze krasse Entwicklung durch. Und das war jetzt eigentlich schon in den letzten Jahren ein sehr krasses Thema, hat mich auch teilweise echt belastet. Und ich kam zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben mit dem Film, kam ich gerade aus Argentinien wieder. Da habe ich 3 Jahre gelebt, habe die Pandemie da irgendwie durch mehr oder weniger Zufall dort verbracht. Lange Geschichte, kommen wir vielleicht später noch zu. Aber
irgendwie bin ich durch Inge wieder zu diesem Thema dann nochmal wieder, ohne es wirklich zu merken am Anfang, wo ich da wieder drauf gekommen, weil es geht für mich schon sehr darum und darüber habe ich halt mit Inge, wir haben halt super viele Gespräche auch außerhalb dieses Films vorher schon geführt und es war tatsächlich auch immer wieder Thema, wie du, glaube ich, auch weißt. Ich weiß nicht, ob du da immer dabei warst, aber er hat halt häufiger auch selber dieses Thema angesprochen, diese Erwartungshaltung von der Gesellschaft. Deswegen haben wir es halt auch großer, starker Mann genannt, weil er selber teilweise einmal diese Worte auch in den Mund genommen hat und gesagt hat, okay, ich bin ja ein großer, starker Mann und ich mache ja alles alleine. Und das ist für mich der Grund, glaube ich. Das ist für mich ganz tief drin, also wirklich so dieses Kernding, was ich jetzt weiß, was ich damals, glaube ich, eher intuitiv, es war eher so Autopilot und ich habe, glaube ich, weil ich schon so viel damit mit beschäftigt hatte, sehr auf diese Dinge geachtet, als wir den Film gemacht haben und habe gemerkt, irgendwann, krass, es geht mir und aber auch ihm auch sehr viel darum, also ihm sehr, sehr viel, mehr mir quasi zentral darum, irgendwie mal über Themen zu reden. Also wir sind ja nur Männer gewesen am Set, was sich auch als Vorteil ausgezahlt hat, glaube ich, weil wir nämlich so einen Männer-Safe-Space, glaube ich, da geschaffen haben, wodurch er als Mann überhaupt in diese Situation gekommen ist, so zu reden. Und das, finde ich, ist für mich der Grund, für mich persönlich diesen Film zu machen. Und ich finde, dass das ist ja nur ein kleiner Film, finde ich. Kleine Geschichte, eigentlich nur ein Beginn seiner neuen Geschichte sozusagen, die wir begleiten durften. Aber für mich ist es halt ein sehr guter Aufhänger und dass wir jetzt auch den Film zeigen dürfen, dass der jetzt Weltpremiere feiert und so weiter, ist halt voll gut, dass man damit Aufmerksamkeit bekommt, weil man dadurch natürlich einfach mal anders reden kann. Also ich hatte mal eine Begegnung auf einer Party von einer Freundin, da habe ich mit einer Producerin, glaube ich, gesprochen oder so und der hatte ich so ein bisschen von dem Film erzählt und die hat so einen Satz gesagt, nachdem ich das erzählt habe, er meinte so, ja, das ist ja krass, dass Männer sowas mit Männern machen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Essenz. Ja. So. Deswegen heißt vielleicht der Podcast dann auch doch so große, starke Männer. Ja. Vielleicht auch nicht. Man wird es ja dann im Titel sehen später, wie der Aber heißt. ich habe dieses Feedback auch von einer bekannten Filmemacherin aus Spanien oder genauer gesagt Ibiza bekommen, der ich den Film geschickt habe, die genau das auch meinte. Die meinte, ey, sie findet das so schön, dass diese Geschichte auch von Männern, also von uns Männern beleuchtet wird und wir darüber sprechen, weil es halt zeigt, dass es auch uns wichtig ist und was jetzt nicht heißt, dass wir die perfekten Männer sind, bei weitem nicht. Und vielleicht dazu, ich glaube, du bist da schon einen Schritt weiter, was vielleicht an deinem Alter auch liegt. Ganz natürlich. Ich bin halt noch ein paar Jahre jünger oder habe die 4 halt noch nicht vorne. Vielleicht kommt das halt auch mit diesem Switch noch. Also die 4 kommt einfach irgendwann, Janis. Die kommt mit der Zeit. Hoffentlich. So, da habe ich noch nicht mehr so lange Zeit, bis das kommt. Aber ich habe mich noch nicht so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich habe, glaube ich, bei mir selber immer nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und weiß, dass das ein wichtiges Thema für mich ist. Wie gesagt, gerade in meiner Vaterrolle einer Tochter noch mal wichtiger für mich, das auch entsprechend vorzuleben und auch wirklich so zu sein, nicht nur so zu reden, als ob, sondern das auch vorzuleben. Ich bin da, glaube ich, in der Entwicklung und merke, dass dieser Film und auch dieses Gespräch jetzt das noch mal ein bisschen mehr nach oben bringt, mehr an die Oberfläche bringt, warum es eigentlich so wichtig ist, als Männer, mit Männern, über Männer zu reden. Natürlich spielen Frauen auch da eine Rolle, aber diese Sicht und diesen Safe Space ohne die weibliche Perspektive auch mal zu haben, hat, glaube ich, bei diesem Film geholfen, obwohl ich gar nicht weiß, wenn es jetzt eine Kamerafrau gewesen wäre, ich weiß nicht, ob es ein Unterschied gewesen wäre. Ich glaube, ehrlich gesagt. Kann man nicht sagen. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall, also ich hab zumindest das Gefühl, dass es geholfen hat für so eine Person wie Inge, weiß ich gar nicht, da will ich gar nicht zu sagen, was für eine Welt er jetzt unterwegs ist, aber ich glaube, das meinte ich halt eben schon, diese ganze Reise, die ich schon habe, mit dieser toxischen Männlichkeit. Und ich habe letztens auch, glaube ich, war das Hotel Matze, da habe ich das ein bisschen gehört, da war jemand da, so ein Männerberater, und der hat gesagt, man muss halt wirklich, also da ging es halt auch super viel um diesen Begriff und kann ich nur empfehlen, die Folge ist jetzt irgendwie 2 Monate her, glaube ich. Und der hat halt gesagt, man muss halt total unterscheiden zwischen toxischem Verhalten und toxischen Männern. Und im Grunde reden wir die ganze Zeit
über toxisches Verhalten, aber es wird ganz viel missverstanden, als dadurch, dass man Mann ist, toxisch ist. Und ich glaube, das hat mich sehr belastet am Anfang, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen. Über Jahre und Monate hinweg habe ich versucht, kein toxischer Mann zu sein. Und ich glaube, das, was du eben meintest, so, das ist mir natürlich auch durch den Kopf gegangen, auch als wir angefangen haben, dass, jetzt sind wir wieder nur so eine Würstchenparty hier und sind wieder nur Männer und es sind immer nur Dudes am Set. Ja. Und jetzt denke ich aber so, nee, das war jetzt in dem Fall halt genau angemessen. Es war okay, wir haben dann einen Safe Space geschaffen, ohne es jetzt wirklich zu planen. Aber ich habe diesen Vorwurf in mir nicht mehr so da jetzt, oder anders, also damals habe ich noch viel gedacht, okay, das muss jetzt dann divers sein. Das muss man jetzt immer hinbekommen. Und das ist ja eher so eine übergeordnete Vision, die man haben sollte in meinen Augen. Aber ich glaube, man muss halt auch immer genau gucken, worum geht es hier eigentlich gerade. Und das ist auch nicht erzwingen. Genau. So, das ist halt in der Branche, es ist halt einfach eine sehr große Würstchenparty, sehr viel. Allgemein in der Branche, natürlich nicht nur so, das auf keinen Fall. Aber ich finde auch, es muss einfach irgendwie organisch so passen. Und das war eben bei uns so. Wir haben, muss dazu sagen, mit David kenne ich schon länger als du, auch schon. David, unser Kameramann, seit 10 Jahren. Und wir haben auch Filme vorher schon gemacht und auch, also ein Porträt vorher über eine Frau, die Schiffsführerin am Hamburger Hafen ist. Auch ein sehr cooler Film. 3 Minuten Porträt über sie. Und wir haben halt danach, nachdem wir diesen Film in der Corona-Zeit gemacht haben, gesagt, ey, wir wollen wieder zusammenarbeiten. Und eigentlich war es so, dass David, deswegen kam bei mir eigentlich dieser Wunsch, nochmal so ein freies Projekt zu machen, weil ich das von David schon kannte und auch noch andere Projekte vorher auch immer mit ihm als Kameramann gemacht habe. Und da kam so ein bisschen der Wunsch her, lass uns einfach mal wieder was machen. Er hat mich irgendwann angerufen und meinte, ey, ich habe noch Filmrollen im Kühlschrank, die müssen aufgebraucht werden. So, muss dazu sagen, wir haben den Film vorher auf 16 mm Film gedreht, den jetzt nicht. Aber eigentlich war das der Plan, dass wir sagen, hey, ja, ich erinnere mich noch daran. Lass uns mal ein Projekt finden, was wir auf Film drehen können. So ist die Zusammenarbeit mit David auch entstanden. Das muss man vielleicht auch nochmal hervorheben, weil er halt eine ausschlaggebende Rolle spielt. Wir haben mit dem Projekt null kommerziell gedacht. Wir haben jetzt nicht daran gedacht, wie verwerten wir diesen Film, was machen wir damit überhaupt, schalten wir den auf YouTube, wird das ein Social-Film, whatever. Da haben wir bewusst von Anfang an gar nicht drüber geredet, sondern wir wollten einfach diese Geschichte erzählen mit dem Kernteam aus David, dir und mir. David war auch sehr nah von Anfang an der Geschichte dran und wir haben ihn die ganze Zeit mitgenommen und es ging ja damit los, dass du diesen Vorschlag gemacht hast. Jetzt haben wir schon viel über Inge gesprochen, aber warum hat er uns überhaupt hat er uns so an sich rangelassen? Unabhängig davon, dass wir, glaube ich, ganz gut sind, diesen Space zu kreieren, weil wir einfach auch erfahren im Umgang mit Menschen sind, unseren Job und auch als Typen empathische Wesen, glaube ich, sind. Aber trotzdem, wir haben ja, oder gerade du, hast ja ein paar Vorschusslorbeeren gehabt. Versuch's mal so in 3 Sätzen. Nein, erzähl einfach. Also wie ist es denn passiert? Also du musst jetzt nicht komplett ausholen, aber am Ende hast du hauptsächlich auch die Vorgespräche mit ihm geführt. Ich glaube, da hast du vorhin auch schon mal gesagt, ich war nicht in allen Gesprächen dabei. Am Anfang du bist irgendwann nachher dazugekommen, weil du ihn noch nicht kanntest. Genau, du kannte ihn ja schon. Genau, du kanntest ihn schon. Und also ich kannte ihn, wie alt war ich da? Ich war irgendwie noch Teenager, glaube ich. Da war er so eine... So lange her. Ich reite da heute irgendwie auf dem Alter rum, ich weiß gar nicht warum. Ich bin 46, also als ich Teenager war, dann ist das jetzt auch erklärt. 20 Jahre her. Und damals war das so, da war ich so ganz viel so in der Lüneburg ist meine Heimatstadt, Kleinstadt, 80.000 Einwohner in der Nähe von Hamburg. Und da gab es damals so eine ganz relativ florierende Hip-Hop-Szene mit auch Sprayern und so weiter. Und ich war dann irgendwann so als DJ unterwegs. Wir haben auch so Partys gemacht und dadurch habe ich ihn halt kennengelernt. Und er war damals schon so eine Koryphäe, der das halt echt drauf hatte, so Turntablism, so Plattenspieler, der kann das echt gut. Und ich weiß noch, das war damals auch immer so jemand, von dem viele Leute das auch gelernt haben und so. Und ich kannte ihn damals aber, glaube ich, gar nicht so gut. Wir haben dann irgendwann später nochmal so ein DJ-Kollektiv zusammen gehabt. 10 Jahre später nochmal wieder, glaube ich, oder so. Aber ja, sind es immer mal wieder so über den Weg gelaufen. Er hat mir dann erzählt, also als das losging mit Jannis und mir, Jannis und ich haben uns ja auch kurz vor dem Film erst kennengelernt.
Und als wir dann anfingen, diese Idee zu haben, das war 2023 und dann war ich gerade zurück aus Buenos Aires, habe irgendwie mein Leben neu aufgesetzt, ist wirklich so gewesen und war halt irgendwie noch total verstrahlt von meinem Reverse Culture Shock. Und da habe ich mich dann irgendwann in meiner Heimatstadt wiedergefunden. Da war so ein Open-Air-Konzert, so ein Benefiz-Ding und da waren plötzlich diese ganzen Dudes von früher aus dieser DJ. Männer, wahrscheinlich auch alles wieder Männer, viele glaube ich, ja, würde ich mal sagen. Dann bin ich irgendwie so über ein paar Ecken, bin ich das auf Inge gestoßen und der sah ganz anders aus, also komplett im Vergleich zu früher, halt auch wirklich extrem viel dünner. Ich hatte ihn natürlich auch lange nicht gesehen und relativ schnell hat er mir eigentlich seine gesamte Geschichte gleich erzählt. Also ich glaube, der war schon immer so, dass er so viel redet. Aber es musste, glaube ich, auch raus. Genau, und der hat mir dann aber auch erzählt, dass er so ein bisschen verfolgt hat, was ich gemacht habe. Ich habe ja damals erst im Miniaturwunderland angefangen als Leiter der Videoabteilung, bin dann dadurch so nach Argentinien gekommen und so und das hat ihn wohl auch so ein bisschen fasziniert und er hatte da wohl so dadurch wohl auch und auch von früher schon so ein bisschen so ein Grundvertrauen, zumindest in meine handwerklichen Fähigkeiten, was so Video und Film angeht. Das muss daher kommen. Und das hat er mir dann auch erzählt. Und dann hat er mir halt diese Geschichte erzählt. Und das, was mich damals fasziniert hat, als wir da zusammensaßen, war, dass er mir diese gesamte Geschichte erzählt hat. Er hat diese Krebsdiagnose gehabt, er ist 50 geworden, er ist in die Reha gekommen, also er hat das quasi überstanden und ist dann in die Reha und hat dann da an die Decke gestarrt und sich gefragt, Scheiße, was habe ich mit meinem Leben gemacht quasi. Was hast du bloß gemacht? Also richtig, der war so richtig. Ja, 27 Jahre. Ist in dem Film ja auch so, der geht halt richtig hart mit sich ins Gericht. Also das hat er da im Gespräch auch gemacht. Das, was mich aber fasziniert hat, war in dem Gespräch und was ich auch dachte, worum es in dem Film so ein bisschen gehen würde, worum es jetzt aber nicht geht, finde ich, ist, dass er mir dann am Ende, er hat mir eine halbe Stunde da diese Story erzählt und dann hat er mir am Ende erzählt, so ja, und jetzt nächsten Monat gehe ich in die Wiedereingliederung und dann gehe ich zurück ans Fließband. Und ich habe wirklich nicht gedacht, dass das da kommt. Also als du mir diese Geschichte erzählt hast in dem Café, hast du das relativ früh gesagt? Und das war für mich halt auch so dieser Punkt, wo ich dachte so, okay, das verstehe ich nicht. Also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich möchte wissen, warum. Das war für mich so ein kleiner Trigger. Und diesen Loop zu erzählen, diesen Kreislauf von er arbeitet sein ganzes Leben da, warum auch immer, in dieser übermächtigen Maschine, ist vielleicht sogar durch diesen Job krank geworden, who knows. Würde mich nicht wundern, ganz ehrlich, bei dieser monotonen Arbeit. Man muss dazu sagen, es ging um eine... Also man kann es nicht wissen, aber das ist auch es ist eine Vermutung, ja, genau. Also, aber es hat, lassen wir mal so stehen. Will ich auch gar nicht groß ist aber ein Gedanke, sagen, den ich halt auch hatte genau, und den Inge auch hatte. Der kam bei mir relativ früh, dieser Gedanke. Und dieser Loop von, er fängt da an zu arbeiten in jungen Jahren, Anfang 20, eigentlich wollte immer Mucke machen. Er ist ein super kreativer Typ. In den paar Gesprächen, die ich mit ihm hatte, also wusste ich gar nicht, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich aufziehen soll, was er eigentlich gemacht hat. Also Musik, Driftcars, Racing-Drohne, sehr technisch, sehr nerdy, hat so sein DJ-Set zu Hause aufgebaut, was auch in dem Film, also Musik, muss man auch sagen, spielt eine sehr große Rolle in dem Film, weil es halt einfach so eine große Rolle in seinem Leben spielt. Er sagt ja auch, bis heute. Immer da. Ne? Das ist auch so ein bisschen, was heißt seine Rettung, aber das hat ihn immer begleitet und das gibt ihm einfach sehr viel. Das sieht man auch, das spürt man auch in dem Film. Und das ist auch das, was David dann überzeugt hat, glaube ich, diesen Film zu machen, weil wir uns diese Frage gestellt haben, wir machen irgendwie auch schon lange das, was wir machen, noch nicht so lange, fast bald, aber auch noch nicht so lange. Und bei uns ist es aber nicht so monoton. So, wir haben immer mit vielen Menschen zu tun. Er hat 27 Jahre am Fließband gearbeitet. Ich finde das schon ein krasser Kontrast. Es ist ein krasser Kontrast, weil wir ja sehr, was heißt künstlerisch? Ich bezeichne mich nicht selbst als Künstler, aber wir sind halt schon eher kreativ, in welcher Form auch immer, und machen das, was wir wirklich wollen, was uns treibt. Deswegen haben wir ja auch diesen Film gemacht. Und nicht einfach nur, um Geld zu verdienen. Bei dem Stichpunkt ist, glaube ich, nochmal wichtig, was mir auch aufgefallen ist, was für mich selber persönlich auch mit mir selber ein großes Thema ist generell dieses Kontrollthema und das Kontrollbedürfnis jetzt in seinem Fall
Also ich habe das selber auch super viel, so jetzt gerade vor allen Dingen auch in meiner Therapie rede ich da viel drüber, dieses antrainierte, fast schon dieses Manifest, was einem so als Mann von der Gesellschaft beigebracht wird. Also ja, was noch viel missverstanden wird in diesem ganzen, also in der Welt, in der wir jetzt sind, wenn das teilweise auch kritisiert wird, dieses Verhalten, also toxisches Verhalten oder auch wie wir Männer selber mit uns umgehen, wird, glaube ich, oft noch, missverstanden, dass wir uns einreden, die Kontrolle zu haben. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Wir denken, wir haben die Kontrolle. Wir sind mit Kontrolle geboren worden. Das ist das, was wir denken. Das wird uns halt von der Gesellschaft so vorgetragen. Und jedes Mal, wenn das so ein bisschen angekratzt wird, wenn da nur der leichteste Zweifel geht, dann läuft man jedes Mal Gefahr, dass das ist halt gleich extrem stressig. Und ich glaube, weshalb ich das erzähle, ist, weil er hat, glaube ich, das meiste Wort in dem gesamten fast 4-stündigen Interview, was wir da in diesem eiskalten Auto geführt haben, hat er, glaube ich, das Wort Kontrolle also in Bezug auf sein Bedürfnis nach Kontrolle eigentlich er hat am meisten darüber geredet. Ja, 100%. Es begegnet mir nicht nur bei ihm, wir hatten das Glück, dass er darüber sehr offen geredet hat. Ich weiß aber auch, dass es bei mir eine Rolle spielt und dass ich das auch nicht einfach abstellen kann. Ich sehe das auch bei dir übrigens. Und 100%, ich sehe es zum Beispiel auch bei anderen Leuten, die mir näher stehen, also Männern vor allen Dingen, dass man das so hat. Und ich glaube, das finde ich, ist auch eine krasse Sache an dieser Geschichte und an diesem Film, ist, dass er offensichtlich damals genau aus diesem Bedürfnis heraus gedacht hat, okay, und so war ich auch früher, so ein bisschen nicht so krass wie bei ihm, aber wenn ich mir das so vorstelle, dann wird das schon so kommen, weil ich habe ja alles unter Kontrolle. So. Und zack, 27 Jahre später passiert halt kommt was, ob es jetzt eine Krankheit ist. In seinem Fall ist es eine Krankheit, aber es ist auf jeden Fall ein harter Schlag oder Break. Ja. Und Zitat, ich dachte, ich habe die Kontrolle und auf einmal ist alles wupp. Genau, und das ist eigentlich der Punkt. Das ist wirklich der Punkt, glaube ich. Genau, und dieses wupp. Ich dachte, ich hätte die Kontrolle. Ja. Warum dachtest du hättest die Kontrolle so? Ja, genau. Und das ist das, was du sagst. Weil wir halt quasi damit geboren werden oder in dieser Gesellschaft, dass so eingetrichtert wird. Ja. Whatever. Es ist so, ich merke es bei mir auch, ob beruflich, privat, ist das was auf jeden Fall, woran ich auch arbeiten muss. Ja. Das meinte ich mit an der Oberfläche, weil es auch nicht gesund sein kann, weil ich auch ganz gut bin, Dinge in mich reinzufressen oder erstmal für mich aufzunehmen und zu verarbeiten und mir einzureden, dass ich es ja schon unter Kontrolle habe. Aber hat dir dieser Film, diese Arbeit daran dabei geholfen, da eine andere Perspektive drauf zu haben? Er hat mir zumindest dabei geholfen, mich überhaupt damit intensiver auseinanderzusetzen und bestimmte Dinge mehr zu hinterfragen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass er das jetzt alles verändert hat bei mir. Das meinte ich ja, das ist bei mir noch so ein bisschen an der Oberfläche und ich entwickle mich dahin. Auch jetzt darüber zu reden, ist eine Form der Entwicklung. Ich habe diese Themen in mir. Ich rede auch mit meiner Frau darüber. So, es ist jetzt nicht so, als ob ich alles in mich hineinfresse und die Gefahr laufe, jetzt krank zu werden. Aber der Film ist ein großer Teil davon, dieses Beispiel Inge zu sehen und so ein bisschen in die Zukunft der Männlichkeit von ihm zu schauen und zu sehen so, okay, fuck, auf einmal ist alles wupp. Ja. So. Und er sagt ja selber auch so, er hat sich damals darauf eingelassen und was sagt er dann? Denkt ja keiner, dass irgendwas passiert. Ja, genau. Man rechnet ja damit nicht. Aber wenn es dann kommt, dann stehst du da und bist in seinem Fall auch, was heißt alleine? Er hat ja auch Freunde und so weiter, mit denen er auch darüber geredet hat. Er sagt ja auch, dass das Schlimmste an dieser Krankheit ist, zu sehen, was es mit den Menschen um ihn herum gemacht hat. So. Ja, den Part finde ich auch krass. Das ist einem immer, ich meine, wie häufig denkt man jetzt in seinem Alltag über Krankheiten und Krebs nach? Eigentlich nur dann, wenn du betroffen bist. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass es auch wieder was mit dieser Kontrolle zu tun hat? Ja, absolut, klar. Quasi gefühlt liegt er da und ihm stößt das so zu und er sieht die Gesichter der Leute. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so ein männliches Ding, sondern das ist auch ein menschliches Ding. Geschlecht spielt da gar keine Rolle, so. Glaube ich, kann ich nur aus meiner Sicht beurteilen, aber dieses
wann denkst du denn wirklich mal über sowas nach? Wann befasst du dich so intensiv mit dir selbst? Willst du ja nicht, ne? Willst du nicht? Willst du diese Türen öffnen? Eine gute oder meine beste Freundin hat mal gesagt, bevor sie Mutter geworden ist, hat sie meiner Frau den Tipp gegeben, räum deinen Keller auf. So, mach alle Schubladen auf, durchwühl alle Schubladen, weil wenn das Kind da ist, hast du keine Zeit mehr, diese Schubladen aufzumachen. Ja. Es sind nicht alle Schubladen aufgegangen und der Keller ist auch noch nicht ganz aufgeräumt. Bei uns allen, glaube ich, nicht. Nee. Aber das fand ich ein ganz schönes Bild eigentlich, was sie uns gegeben hat, so als einer dieser Tipps von werdenden Eltern ist halt so, ja, mach mal das und das. Ja, Digi, schlaf, wenn dein Kind schläft. Ja, fuck you. Okay. Ja. Kleiner Exkurs. Aber das kann man auch so ein bisschen darauf übertragen. Das hat bei mir auch so ein bisschen im Kopf nachgeklingelt, auch als wir dieses Interview mit ihm geführt haben, weil ich das Gefühl hatte, er ist so ein bisschen dabei, gerade seinen Keller aufzuräumen. So, also er ist gerade dabei. Absolut, er hat das ja auch gesagt. Er hat das auch gesagt. Also er hat ja, muss man dazu sagen, um die Geschichte auch nochmal weiter zu erzählen, also es ist diese Geschichte, die dieser Film erzählt und dann ist es halt irgendwie das, was aus Inge eigentlich geworden ist und er hat uns halt auch erzählt, dass sein Leben, so wie es jetzt ist, auch damit zu tun hat, mit diesem Interview, was wir mit ihm geführt haben. Ja. Ich erinnere mich noch, wir hatten den Film eigentlich, ja, der war so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie rum das war. Der war irgendwie so halbwegs fertig schon und da stand am Ende, das meine ich nämlich vorhin, wir hatten ja geplant, dass der Film im Grunde damit endet, dass er wieder zurückgeht. Deswegen geht er ja auch am Ende wieder zurück. Ja. Und dann steht da ja so, jetzt ist er wieder, dann stand da ein Satz am Ende, wo jetzt was anderes steht. Es stand am Ende ein Satz, ein paar Wochen nach diesem Interview ist Inge wieder zurück ans Fließband gegangen. Ja. That's it. Das ist super dark. Und das hat sich dann halt nochmal geändert, weil er hat mich dann irgendwann ganz aufgeregt angerufen und meinte so, ich habe heute gekündigt. Und das war absoluter Hammer, einfach diese Situation. Und auch die Tatsache, dass er mir das unbedingt mitteilen wollte, war großartig, fand ich krass. Also man muss sagen, das war jetzt auch nicht immer leicht für ihn, dieser Lebenswandel jetzt seitdem. Das weiß ich so ein bisschen und ich bin mir auch sicher, ich weiß nicht alles, aber das ist natürlich auch eine krasse Veränderung. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich zumindest froh, dass er den Weg da rausgeschafft hat und dass er eben nicht wieder zurückgegangen ist und dass wir vielleicht sogar einen Anteil daran haben, dass das so gekommen ist. Hat er zumindest so gesagt zu uns. Das ist natürlich noch eine ganz andere Story, die gar nicht so richtig Teil des Films ist. Was übrigens auch ein Feedback ist von vielen, dass eben der Film nicht so endet, wie er eigentlich geplant geendet hat. Dass man eigentlich jetzt eigentlich erst wissen möchte, okay, wie geht's denn jetzt aber weiter? Also, weil der Film geht 10 Minuten. In 10 Minuten passt relativ viel Info rein, aber natürlich nicht ein ganzes Leben und auch keine 27 Jahre, sondern Bruchteile davon. Und eigentlich ist nach diesem Kreislauf, weil er sich ja dann doch entschieden hat zu kündigen, wo wir beide, glaube ich, in dem Moment dachten, oh, okay, jetzt ist der ganze Film anders irgendwie, das Ende. Aber okay, es soll so sein. Und das passt ja auch zu diesem Ganzen, wie wir den Film produziert haben. Wir haben ihm überlassen, wir haben das natürlich geschnitten und auch, wir haben die Cutterin gehabt, die das nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Aber wir haben den ja fast schon zusammen in mehreren Sessions am Anfang geschnitten und haben uns dieses 4-Stunden-Interview reingeprügelt bis zum Get-No so und haben daraus dann, glaube ich, fast eine halbe Stunde geschnitten. Also wir hatten zusammen so einen Rohschnitt gemacht, dann habe ich so einen Feinschnitt gemacht und gesagt, okay, alles klar, it's a wrap, jetzt fertig. So und alles schön selber gemacht. Kam noch mal. Und dann habe ich halt Andi den Film gezeigt und sie hat sich dann, also sie ist halt wirklich in aller Munde. Sie hat auch schon einen Fernsehpreis gewonnen und macht den geilsten Shit einfach. Richtig coole Cutterin, also wahrscheinlich gerade wirklich die hotteste Cutterin, die man so haben kann. Coolerweise hat sie mir dann halt angeboten, das zu machen und dann habe ich mich nochmal vergewissert, ob sie das ernst meint und dann habe ich tatsächlich mit ihr einen Tag im Schnittraum verbracht und also ich weiß nicht, wie lange wir da gesessen haben, keine 6 Stunden oder so. Die hat diesen Film zu dem gemacht, der jetzt ist und darüber bin ich extrem froh, weil vorher, also ich glaube, das ist schon anspruchsvoll für mich. Ich bin kein Vollzeit-Cutter erstmal. Und auch für mich, der den gesamten Film ja gemacht und begleitet hat, der es selber zu schneiden, dass daraus kein Nachteil entsteht, ist sehr unwahrscheinlich, glaube ich. Also eigentlich haben wir uns die Rollen ja geteilt. Wir haben beide irgendwie Regie gemacht und beide irgendwie
Produktion gemacht. Ja, das finde ich auch mega. Das ist halt auch nochmal was uns, glaube ich, nochmal gezeigt hat, okay, warum wollen wir diesen Film machen überhaupt? Oder warum haben wir diesen Film gemacht? Okay, weil wir einfach zusammenarbeiten können und wollen. Wir haben einfach mal damals, hatten wir halt noch keine Firma zusammen. Ja. Und wir haben dann gedacht, wir machen mal so ein Projekt. Und jetzt eigentlich, 3 Jahre später, so gut fast 3 Jahre später, im September sind es, glaube ich, 3 Jahre, seitdem wir das erste Mal zusammengesessen haben, haben wir zusammen eine Firma. Aber da eigentlich durch diesen Film haben wir das erste Mal gecheckt, so, hey, das klickt. So, wir haben gar kein Ego. Wir haben nicht den Regieschall, der sich umgeworfen wird. Wir haben nicht so dieses, okay, nein, das ist mein Film. Das ist meine Idee. Das ist jetzt das meins. Das alles so aussehen, als wäre das nur meins. Fuck it. Und das ist halt auch diese Einstellung, die ich sowieso zu diesem Bereich und zu meiner Arbeit, und das teilst du ja auch mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es immer so war. Bei mir war es eigentlich schon fast immer so. Bei mir war es noch nicht immer so. Ja, bei mir war es schon fast immer so. Ich war da schon auf einem ganz schönen Ego-Trip, aber auch durch so ein Missverständnis dieser Branche so ein bisschen. Ich dachte auch, das müsste so sein, und ich dachte auch, ich müsste so sein. Ich bin aber eigentlich gar nicht so ein Mensch, also dadurch passen wir auch zusammen, weil wir beide im Grunde sehr altruistisch unterwegs sind. Ja, das hat sich dann irgendwie auch einfach so ergeben. Ne? Ich meine, ich hatte halt das Glück, dass ich in einer Produktionsfirma, ich war früher angestellt in einer Produktionsfirma, als ich meine ersten Schritte gemacht habe, die es jetzt auch gar nicht mehr gibt. Aber ich erinnere mich gerne an diesen Spirit zurück, weil da gab es das fast nicht, muss man so zu sagen. Es gab dieses Ego-Ding. Ich wollte halt immer ohne Egos arbeiten. Ich wollte eher mit Freunden arbeiten, und diese Vision, an der arbeite ich immer noch, jetzt arbeiten wir dann daran zusammen, nicht mehr mit Arschlöchern arbeiten zu wollen. Das ist so bei mir ins Mark übergegangen, dass ich natürlich versuche, selbst kein Arschloch zu sein. So, ich glaube, das gelingt mir meistens ganz gut. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber dieses nicht mehr mit Arschlöchern, und damit meine ich vor allen Dingen mit Arschloch, meine ich halt dieses große Ego-Ding, gerade in der Filmbranche, dass man immer alles zu seinem machen muss, dass man immer alles draufschreiben muss und nicht, warum wirft man nicht alles in einen Topf und macht, jeder kann doch was besser als der andere, oder man ergänzt sich vielleicht, und ich glaube, das ist das, was unsere Arbeit so ausmacht, auch wenn wir vielleicht jetzt finanziell noch nicht die erfolgreichste Produktionsfirma sind. Ich glaube, das, was unsere Zusammenarbeit durch diesen Film so gezeigt hat, ist, dass wir gar nicht so und auch in der Produktion gar nicht so diese starren, oder dass sich das alles einfach so entwickelt hat. Also es war jetzt nicht so, dass es war, okay, du musst das Interview führen oder ich muss das Interview führen. Es war einfach irgendwie klar, dass du das Interview führst, weil du ihn irgendwie kennst. Trotzdem stand ich in Eiseskälte daneben, habe den Ton abgehört und habe ab und zu auch noch was reingegeben, wo ich dachte, aber das fand ich halt ultra organisch. Ich meine, wir sind natürlich auch 2 Leute, die sich extrem gut vorbereiten. Damals haben wir uns ja auch noch kennengelernt. Ja. Ich glaube, so wie es halt dann gelaufen ist, für mich zumindest, war es sehr cool, weil ich glaube, ich jetzt auch gerade durch diesen Film und in den letzten Jahren, ich habe ja eben gesagt, das war bei mir schon mal anders, aber dass ich halt gelernt habe, dass ich eigentlich nicht mehr alleine solche Sachen, also generell will ich nicht mehr alleine Sachen machen. Ich will diesen Teil des Freelancer-Seins, davon würde ich mich tatsächlich gerne verabschieden, und ich achte mittlerweile viel mehr darauf, dass ich, damit nehme ich mir auch so ein bisschen, was ich brauche eigentlich. Also, und das war in dem Moment halt auch so. Du standst halt die ganze Zeit so, ich wusste, ich hatte die ganze Zeit so deine Präsenz so hinter mir. Du standst zwar, ich saß im Auto, habe mich auf dem Rücksitz versteckt, und du standst dann so draußen, das Fenster war ein Schlitz offen, und du hast mir dann teilweise so dein Handy gezeigt, wo du dann so Notizen drauf hattest, weil wir ihn ja auch nicht unterbrechen wollten. Ich kann das alles gar nicht alleine machen. So, deswegen habe ich immer Leute um mich versammelt, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Oder es hat sich einfach so ergeben, dass die Leute auch gerne mit mir gearbeitet haben, weil sie gemerkt haben, okay, ich glaube, ich stelle mich dann nicht in den Vordergrund. Das machst du auch nicht. Das war bei mir irgendwie schon immer so. Auch so ein Thema. Früher Fußball und Basketball ganz lange gespielt, bis vor ein paar Jahren auch noch. Das ist ja bei dir echt dann anders, ne? Du hast halt so Teamsport, und ich habe immer so Schiss vor diesem Wettbewerb gehabt. Das hatte ich halt nie. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe nie diesen Schiss vor diesem Wettbewerb gehabt. Ich habe halt was ich eher hatte, war ab und zu so Versagensängste im Team, weil ich dann dachte, fuck, ich lasse mein Team im Stich, wenn ich diesen Freiwurf nicht mache oder so. Oder auch im Film. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, durch die Erfahrung, weil man einfach mittlerweile schon viel durch hat und sich so sehr auf die Leute verlassen kann, mit denen man arbeitet, hauptsächlich. Und so alles unter Kontrolle haben muss und so ein Controletti ist, dass man alles 1000-mal durchgegangen ist. Ja. Und wir haben einen Plan, oder ich mache einen Plan für den Drehtag oder für was auch immer es ist. Am Ende ist immer alles anders, aber im Notfall kann man immer wieder zu diesem Plan zurück
und von da aus wieder eine Lösung finden. Also das ist, glaube ich, das, was bei uns ganz gut funktioniert. Wir machen uns einen Plan. Am Ende ist alles anders. Das hat dieser Film gezeigt. Das Ende ist ein ganz anderes, als wir dachten. Aber es ist dann einfach so und wir wandeln uns dahin. Für mich ist das ein krasser Wandel, weil ich musste lernen, mich darauf einzulassen, dass ein Plan nur ein Plan ist. Also, und früher habe ich halt erwartet, dass es genauso, also auch gerade bei Filmen ist es ja total krank zu erwarten, dass das genauso läuft, wie du das dir so am Drawing Board in deinem Office zurechtgemalt hast. Ich glaube, läuft ja eigentlich nie so. Ja, bei mir, ich komme halt eher aus dem Corporate-Film und weniger aus dem langen oder Kurzfilm oder Fernsehfilm, TV, Kino-Shit. Da habe ich halt wenig bis gar keine Berührungspunkte gehabt. Sondern gerade bei diesem Corporate-Thema, zumindest das, was wir gemacht haben, viel oder was ich viel in meinem Leben oder in meiner Karriere als Filmemacher gemacht habe, ist halt Employer Branding, relativ viel im Corporate-Bereich. Und da war eigentlich schon immer klar, wir dokumentieren das und lassen die Menschen erzählen. Wir machen eigentlich Porträts über die Menschen, das, was wir jetzt auch gemacht haben. Und das kann man natürlich planen, aber das, was ich in der Hand habe, ist ein Timing. Das, was ich in der Hand habe, ist, wo sind die Toiletten, haben alle was zu essen, trinken alle genug, geht es allen gut am Set, geht es den ProtagonistInnen gut, können die frei sprechen, können wir eine Atmosphäre schaffen, in dem wir auch auf Augenhöhe reden können. Und deswegen war bei mir eigentlich von Anfang an in diesem Medium Film klar, okay, ich kann nicht alles beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, beeinflusse ich. Das Coole ist aber, dass man diesen Plan hat und wieder dahin zurück kann. Und das Ergebnis ist am Ende schon fast egal, weil das wird gut, weil der Mensch ja was zu erzählen hat. So wie du was zu erzählen hast, so wie ich was zu erzählen habe, so wie Inge was zu erzählen hat. Stand heute, wir haben diesen Film gemacht, der ist über Umwege das geworden, was er ist. Wir haben daran auch relativ lange gearbeitet. Ich glaube, das Umwege gefällt mir gar nicht, weil ich mir denke, der sollte genauso werden. Ja, aber es gab Abbiegungen. Wir sind jetzt halt schlauer. Aber das ist ja genau das. Wir haben uns einen Plan gemacht, haben ein großes Vision Board gehabt, haben da zusammen drin auch mit David viel gearbeitet, haben die Storyline runtergeschrieben, haben ungefähr skizziert, was wir hören wollen. Und das hat natürlich in der Vorarbeit geholfen, weil wir ihn lenken konnten. Aber diese Momente, die diesen Film jetzt eigentlich zu dem machen, was er ist, dieses ungefilterte, ehrliche Wort von ihm oder dieses Zwiegespräch, was er durch den Rückspiegel fast schon mit sich selbst führt, das hätten wir niemals skripten können. Das hätten wir niemals uns ausdenken können. So. Und das hat dieser Film uns nochmal sehr deutlich gezeigt, dass wir beide so arbeiten wollen und werden. Da sind wir drin aufgegangen. Da habe ich plötzlich Purpose empfunden und habe gedacht, okay, ich habe mal so wirklich alle Hemmungen fallen lassen und gesagt, okay, das machen wir jetzt so ehrlich und so tacheles, wie es geht. Und das ist ja auch Inges Devise, der nimmt ja kein Blatt vom Mund. Das ist halt nicht so die ultimative No-Bullshit-Formel eigentlich gewesen mit dem Film. Das war ja auch eine relativ lange Phase, dass wir nach einer Geschichte, so ein bisschen weird eigentlich, ne? Man saß so zusammen und wir machen jetzt ein Projekt, aber jetzt müssen wir erstmal eine Geschichte finden. Ja. Und ich glaube, das ist so, eigentlich machen wir das immer noch. Also wir suchen nach Geschichten, wo auch immer die sein mögen. Und wir versuchen zumindest, es brutal ehrlich zu erzählen. Und das ist, glaube ich, das, was daraus geworden ist. Das ist uns bei dem Film gelungen, auf jeden Fall. Und ich bin froh, wenn der jetzt auch mal gesehen wird, auf jeden Fall. Also uns hat er auf jeden Fall verändert, die Arbeit daran, der Film selber. Und wir hoffen, der kann, ja, so wie wir das mit allen unseren Geschichten, die wir hoffentlich noch zusammen erzählen, hoffen, dass wir damit wirklich so ein bisschen was verändern können, was beeinflussen können. Ja. Und vielleicht geht das ja sogar mit diesem Podcast hier, selbst wenn er nur eine Episode lang ist. Ja. Aber mal sehen, was daraus wird. Also, wer bis hierhin zugehört hat, Respekt. Auf jeden Fall. Ja, lasst irgendwie was da, je nachdem, wo ihr das hier seht oder hört. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder in einer anderen Episode oder in einem anderen Zusammenhang. Wie macht man das jetzt zu? Einfach so Tschüss sagen? Ich habe das noch nie gemacht. Kann man auch jetzt da schneiden schon. Okay, dann schneiden wir da. Okay, hier. Das war's. Hier, jetzt. Tschüss. Ciao.
Vielen Dank an das Kowalskis in Hamburg, an Ingo Perau. Und noch ein weiteres Mal danken wir allen, die mit uns diesen Film gemacht haben. Großer, starker Mann. Director of Photography, David Rankenhohn. First Assistant Camera, Alex Ruff. Edited by Andy Peck. Original Music, Isola Music. Sound Design und Mix, Maximilian Bless von FOMS. Graphic Design, Daniel Menzel. English Translation, Nima Aida Sene. Teaser Edit, Severin Dambeck. Und dieser Podcast wurde produziert von Pick and Roll Video.